Ich habe heute wieder eine ganz besondere Kartenform für dich. Und zwar ist es diese Wechselkarte zum Geburtstag. Die Karte ist in einer Größe, dass sie ganz normal in den Briefumschlag passt und du sie wunderbar auch verschicken kannst. Eine Drehkarte, wie diese Mechanik geht, das zeige ich dir jetzt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und es geht weiter in unserem Videohop von Stempelfamilie und Friends. Das Thema, was wir uns überlegt haben, ist Schütteln, Drehen, Kullern. Und da kann ich doch endlich meine Drehkarte zeigen, auch Wechselkarte genannt. Ich habe sie mehrfach schon auf Pinterest gesehen, auch schon länger im Kopf. Habe sie auch schon in verschiedenen Formaten gebastelt und hier mein Format in, sag mal, im echten Kartenformat. Wir nennen es jetzt mal einfach so, dass es in den einfachen Briefumschlag passt und verschickt werden kann. Verwendet habe ich dabei die neue Reihe. Vielleicht hast du da schon was gesehen und gehört. Die ist eine neue Produkterscheinung von Stampin' Up! Ab 1. März, und zwar heißt die Reihe Exklusiv Online. Das heißt, du bekommst die Sachen, siehst du, in keinem Katalog, sondern online exklusiv und kannst die dann entweder im Online-Shop bei deiner Demo bestellen oder direkt bei deiner Demo anfragen. Wird es so lange geben, wie der Vorrat reicht, beziehungsweise, das hat sich Stampin' Up! Vorbehalten, werden auch Dinge teilweise nachbestellt und du kannst sie dann später wieder bestellen. Ja, in der Reihe wollen wir uns gar nicht groß aufhalten, aber ich zeige mal ganz kurz, es gibt dieses Stempelset Florale Freundschaft und echt coole Stanzformen dazu, die unter anderem so eine filigrane Stanzform haben. Da zeige ich dir am Ende des Videos was dazu, wie ich die am besten rein in meine Karte bekomme, weil nämlich die sieht Tatsache so aus und das klebt mal. Ich habe da einen Tipp und auch ein paar Tricks zu, zeige ich dir später. Außerdem wissen wir schon, dass in der Reihe exklusiv online dieses Stempelset mit den Zahlen und Buchstaben lieferbar sein wird. Was es sonst noch gibt, da müssen wir uns alle überraschen lassen. Ab 1. März, vielleicht ist es dann schon soweit, wenn du das Video anguckst, dann ist das hier unter dem Video verlinkt. Können wir also noch gespannt sein. Und es gibt wunderschönes Designerpapier. Da habe ich hier schon mal so ein paar Kartengrundlagen mit angefertigt. Beidseitig super zu verwenden in diesen tollen Farben mit dieser schönen Gestaltung, teilweise gemalt oder aber eben auch nur Hintergründe. Die habe ich jetzt natürlich nicht oben aufgeklebt. Du siehst schon, ich habe die als Vordergrund auf meinen Karten verwendet und dann blieb jedes Mal so ein Streifen übrig, 2 Streifen aneinander gesetzt und später noch eine Gestaltung oben drauf. Schon hat man wunderschöne Karten und man kann echt bis in den letzten Schnipsel verbasteln. Im Ernstfall die Schnipsel zum Schluss, weißt du ja, mit der Scrappy Strip Technik, ich glaube so heißt sie. Ja, und ich überlege noch, was ich zeige, womit ich das Ganze zeige. Ich zeige nochmal hier die Karte. Ich halte mal hier an und dann siehst du. Fragst dich jetzt natürlich sicher, warum arbeitet sie von 40 auf 41 und von 50 auf 51, weil sie vergesslich ist. Runde Geburtstage nicht mitgekriegt und schon hat man den Salat, glaube mir. Geht übrigens auch ganz anders, das zeige ich ganz zum Schluss. Dann zeige ich dir noch die kleine Exkursion, was es im Demo-Doppel demnächst für eine Produktreihe gibt. Okay, Karte, es geht los. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Ansonsten schreib mir das, dann erkläre ich das später mal. So, aber jetzt nicht verschwatzen. Ganz normale Kartengrundform. Wunder dich nicht an den Begriff normal, ist einfach die gängige. 14,8 mal 10,5, also aus einem A4-Blatt 2 Karten. Hier habe ich schwarz verwendet, habe mir die Mattung, also die Auflage mal ganz knapp mit einer knappen Mattung zugeschnitten. Das heißt in 10,2 mal 14,5 cm. Das liegt daran, weil meine konstruierte Auflage dann eben trotzdem noch die Unterlage an der Seite zeigt. Das wird umständlich erklärt, aber ich glaube, du verstehst mich. Soweit haben wir die Grundkarte fertig. Die legen wir beiseite. Die Innengestaltung, wie gesagt, mit dieser wunderschönen Borte aus diesem neuen Set zeige ich nachher. Und jetzt brauchen wir für diese Mechanik, ich habe da schon mal was vorbereitet, zeige es dir aber trotzdem in einzelnen Schritten. Ich habe mir 4 Stück Farbkarton in Grundweiß und in diesem Fall extra stark zugeschnitten und lege die jetzt mal so hin, wie ich versuche, sie immer der Reihe nach zu verwenden. Das erste Stück, das zweite, das dritte
und das vierte und die Maße sind 6 mal 10 cm. Jetzt siehst du, die habe ich schon eingeritzt und das erkläre ich dir. Ehe ich jetzt jedes Mal immer nur meinen Kopf zeige, zeige ich dir eher die Maße. Ich lege das hier jetzt mal in so ein Kästchen. Du siehst also 10 mal 6 cm und das erste Element bekommt auf der kurzen Seite angelegt, hier mittig, das heißt bei 3 cm, einen Einschnitt 3 cm in die Tiefe. Ich zeige das hoch, das ist das erste Stück, das brauchst du so. Das lege ich hier hin. Das zweite Stück legen wir gleich mal so richtig rum, gleiche Größe, 6 mal 10 cm, kurze Seite anlegen, mittig einen Schnitt von 7 cm, lege ich hier drüben hin. Bei den nächsten beiden Feldern, du siehst schon, die liegen hochkant, so werden sie auch verwendet, haben wir an der Seite, an der rechten Seite angelegt, an der langen Seite bei 3 cm einen Schlitz auf 3 cm und das Ganze deckungsgleich gegenüberliegend die linke Seite angelegt, von oben 7 cm wären es von unten und wenn du es andersrum misst, dann sind es eben auch 3 cm rechts angelegt im Papierschneider. So, das halte ich jetzt nochmal der Reihe nach hoch. Nummer 1 hier geschnitten mit den 3 cm, Nummer 2 hier mit 7, Nummer 3 rechts mit 3 bei 3 und Nummer 4 links bei 3 cm. Ich habe mir überlegt, ich habe das ganz verschieden gesehen und auch wirklich schon eine Weile her, wann ich das zuerst gesehen habe. Ob es das erste war, weiß ich gar nicht. Ich habe das ausprobiert und habe mir dann gedacht, nö, ich stempel das mal gleich auf die Unterlagen, weil deswegen habe ich extra starken Farbkarton genommen und den kann ich ja trotzdem gestalten. Hier siehst du, habe ich einen Hintergrundstempel verwendet, weil es gibt 1000 Möglichkeiten, wo dieser ganze Mechanismus haken kann am Ende. Ich habe da auch noch so ein paar kleine Tricks, die mir unterwegs dann beim Arbeiten aufgefallen sind. Ja, deswegen mache ich das einfach direkt und das bedeutet, ich stecke schon mal zusammen. Und zwar, dieses hier ist ja Nummer 1, das mit dem großen Schlitz ist Nummer 2. Nummer 1, dieses Feld muss oben liegen, dann stecke ich das andere unten drunter von rechts nach links rein und schon steckt das. Hier ist meins mit dem kurzen Einschnitt quer. Aus Nummer 1 und 2 habe ich das erste Feld gemacht. Da kommt immer die Zahl drauf oder das Element drauf, was du zuerst sehen möchtest. Nummer 2, also das zweite Feld, wäre dann nochmal Feld 3 und Feld 4, rechter Einschnitt, linker Einschnitt. Nehme ich so, dass der rechte Einschnitt, hier der erste, die Klappe oben liegt, also schiebe ich das von links hier drunter. So, sitzt wunderbar. Lege ich so fest aufeinander und hier werde ich jetzt meine Zahlen drauf stempeln. Ich überlege, was ich demnächst noch so brauchen könnte, welche runden Geburtstage uns noch so erwarten. Fällt mir gerade nichts ein, also es wird jetzt willkürlich, was ich zuerst sehe förmlich. Ich stempel die Zahlen einzeln und das Feld, das ich bestempel, ist dieses Stück 6 mal 6 cm. Du kannst dir da einen Bleistiftstrich ziehen oder du legst es einfach so an, wie ich, dass ich das hier dann ganz genau sehe, wo ich mittig meine Zahl stempel. Jetzt kommt ja das mit die erste Zahl. Also ich brauche eine 9 in dem Fall, eine 0. Und ich gehe von 49 auf 50. Erstes Feld habe ich gesagt, dieses hier, das quere. Gut zusammenlegen, gut festhalten aneinander, einlegen, so dass ich die Markierung sehe und dann stempel ich zuerst die 4 und vielleicht hast du es schon mitgekriegt, in dem Papier ist eine alte Farbe, in dem Designerpapier zu diesem exklusiv online ersten gezeigten Designerpapierpaket und die verwende ich jetzt mal, das ist Pfauengrün. Das heißt, juhu, Pfauengrün kommt zurück. Mittig, also auf die linke Seite, stelle ich mir das hier mit der 4 vor, stempel ich die auf beide Schichten drauf. Und da musst du auch sehr intensiv stempeln, weil, keine Fehler machen bitte, keine Fehler, jetzt kommt die 9. Weil du hast zwei verschiedene Lagen in unterschiedlichen Höhen, dadurch, dass sie geschlitzt sind. Am Ende kommt die gleiche Höhe wieder bei raus, aber
es gibt eben so eine Unebenheit und deswegen musst du gut abdrücken. Also 49, gut abgedrückt. Ich lege die jetzt mal alle hier schön der Reihe nach hin. Der Hoffnung, dass ich die nachher wiederfinde. Beiseite. Und jetzt nehme ich das zweite Element und auch hier achte ich auf die 6 cm, also 6 mal 6 cm, dass ich mir das gut mittig anbringe und lege hier die 5 und die 0 auf. Also ich stempel sie auf. Ich lege sie nicht auf, ich stempel sie auf. Die 5 und die 0. Ja, können wir mit leben, lassen wir so. Haben wir so. Und wenn wir jetzt das Gefühl haben, wir brauchen da noch was, dann würde ich wirklich sagen, machen wir es doch so. Nee, ich nehme das und suche jetzt einen Stempel, und zwar aus dem Stempelset Florale Freundschaft nehme ich mir diesen schönen Spritzerstempel. Hier irgendwo eine Unterlage und gestalte einfach so ein wenig meinen Hintergrund. Am besten aber so, dass ich da unten, wo die Kante ist, also bei 6 cm, dass ich da wirklich nicht drüber stempel. Also arbeite ich da mit einer Maskierung. Ich lege einen Schnipsel auf und gehe dann hier einfach so ringsrum, damit da nichts weiter nach unten gerät. Siehst du. Jetzt könnte ich hier mit einer anderen Farbe arbeiten, aber ich überlege mir das gerade so. Macht sich eigentlich für den Unfug. Ich kann das doch einfach so machen. Gerade halten, abdecken und hier einfach die Farbspritzer draufbringen. Fertig. Haben wir auch. Und jetzt kommt der spannende Moment. Wenn du nicht mehr weißt, wie wir das erste ineinander gesteckt haben, das macht nichts. Wir arbeiten jetzt trotzdem so, wie es ist, weiter. Und zwar, also Nummer 1, du weißt, das mit dem kurzen liegt oben, das mit dem langen liegt drunter. Nummer 2 nehmen wir jetzt auseinander, legen es wieder so rum hin, wie es lag. Hier rechts der Einschnitt, da links der Einschnitt, nehmen das als erstes und schieben es jetzt oben auf, so zwischen, wie es hier passt. Zuckeln das so ein bisschen rein. Und das zweite mit dem Einschnitt links, du siehst, es liegt also, ich zeige dir es nochmal, so liegt die 50 da drin. Ja, das Beinchen vom zweiten Teil liegt drüber und hier oben brauchen wir 2 Schichten und schieben das Element drunter. Schauen, dass wir es gerade reinschieben, ohne zu knicken und gucken mal, ob es funktioniert. Schau mal, wir sind auf 49 und wir sind auf 50 und die Dreherei funktioniert wie geschnitten Brot. Okay. Ich zeige das jetzt nicht nochmal, weil notfalls spulst du einfach nochmal zurück. Okay, ich lege es so hin und klebe jetzt. Da lege ich mir wieder ein Papier unter. Die Felder exakt aufeinander. Wenn ich da oben einen Griff anbringen wollte, wäre jetzt mein Moment. Will ich aber nicht, weil ich möchte es ja für den Brief passend haben. Ich habe wieder den falschen gegriffen, den wollte ich nochmal abarbeiten. Da muss ich die Spitze mal putzen. Ganz oben knapp trage ich meinen Klebstoff auf. Du weißt ja, Flüssigkleber. Das ist immer so eine Sache. Ich zeige dir das nochmal ganz knapp aufgetragen. Da oben die Klebelinie. Und beide Teile sauber übereinander legen. Gut festhalten, andrücken und fertig ist das. Möglichst keine Tinte am Finger haben, also keine Stempeltinte. Und dann alles exakt ausrichten. Schauen, dass alle Kanten ordentlich gleichmäßig liegen, damit es nachher ein sauberes Ergebnis gibt. Und kein böses Erwachen, notfalls hier drüben mal was anzwicken. Da oben nochmal schieben, genau, das passt. Moment. So. Ganz sauber. Schöner rechter Winkel, alle Teile gut aufeinander, notfalls auch hier nochmal nachschieben. Und jetzt diese Seiten hier, ganz wichtig, einmal vorne das Teil dran und einmal hinten dran. Und auch keine Veränderungen an diesen Verbindungen. Also das heißt, wenn wir gleich Designerpapier aufkleben, müssen diese Elemente auch geteilt bleiben. Wir werden da kein komplettes Element aufkleben. Hier. Genauso. Ankleben, gut ist das. Andrücken, notfalls ein Läppchen nehmen, wo keine Tinte dran ist.
So, jetzt haben wir doch leicht geschmiert, aber das kriegen wir nachher wieder ab. So, das ist der Mechanismus. Es klebt, es hält und es dreht wunderbar. So, jetzt kommen meine Stücken in Designerpapier. Habe ich schon mal zugeschnitten, muss ich nur noch finden, genau. Für meine Auflage, und zwar ist das einmal dieses große Stück und 2 kleine Elemente. Da kannst du natürlich frei überlegen, wie du die Mattungen gern hättest. Also wie breit der Rand sein soll, heißt das in Nicht-Bastlerdeutsch, genau. Hier oben bin ich gegangen auf 5,5 mal 3,5. Wenn dir da die Fuge zu groß ist, mach sie kleiner. Jetzt ist ganz wichtig, da arbeite ich Tatsache mal mit der Schere, also mit dem Abreißklebeband, das man auch schneiden kann, wie der Stempelnerd immer sagte. Und klebe hier mein Klebeband ganz knapp an die Kanten, weil es muss auch nur ein Millimeter, was sage ich, Millimeter, ein halber Millimeter hochstehen. Schon kann irgendwo irgendwas haken. Das würde ich dir so empfehlen. Klar, kannst du alles ausprobieren und kannst für dich sehen, aha, es hakt. Oder nimmst es einfach schon mal als Erfahrungswert und nutzt dir dieses Wissen, dass da nichts schief geht. Also wir schneiden das hier einfach. Wirklich knapp an die Kanten setzen. Du kannst natürlich auch mit Flüssigkleber arbeiten, dann eben auch ganz knapp an die Kante kleben, dass da kein Millimeter hoch steht. Wenn du es hast und gerne benutzt, kannst du auch diese Schnippel auf Klebebögen aufziehen. Du kennst, sie werden hier sehr gerne verwendet. Tust du dir auch einen Gefallen, weil da kann nichts schief gehen. Es gibt nicht viele Stellen, wo es haken kann, aber erfahrungsgemäß wird es genau diese eine Stelle am Ende, die dann hochsteht. Und du hast einfach so ein bisschen Stress, dass die Karte nicht funktioniert. Das nächste Ding ist ja sowieso der Beschenkte. Muss ja irgendwie drauf geschubst werden, dass man hier was drehen kann. Und ich weiß, dass das gar nicht so vordergründig ist. Also, es hat noch nie geschadet, da so ein kleines Schild anzubringen, da oben gerade, und drauf zu schreiben, hier drehen. Also es dauert, bis man drauf kommt. Ne? Man wundert sich eher, warum man hier eine Karte zum 59. kriegt, wo man doch nur extra dieses runde Geburtstag hat, als dass man auf die Idee kommt, da zu drehen. Mhm. So, ich ziehe hier mal noch den Klebstoff ab. Das hätte ich natürlich vorbereiten können, aber ich dachte mir, ich zeige dir, wie genau ich das klebe. So. Und jetzt arbeiten wir gleich noch den nächsten Schritt dran, bevor wir irgendwas anderes machen. Ich nehme mir hier 4 Klebepunkte und setze die ganz weit außen an diesen Haken, so dass man sie nicht sieht, aber ganz weit nach außen. So, das ist also auch schon gerichtet. Damit ist mein Aufsatzelement mit dem Drehmechanismus fertig. Wir werden ja hier nicht so viele Farben abarbeiten, wie du siehst, also es wird relativ gedeckt gehalten. Finde ich aber auch mal ganz schick. So, dann habe ich mir überlegt, wenn ich das nun schon so schön habe, hier oben sehe ich gerade, da steht etwas schief. Da werde ich einfach mal so den chirurgischen Eingriff machen und das nachschneiden. Mit der echten Schere. Genau. Machen Sie eine gerade Kante gerade. So, jetzt ist sie ganz gerade. Haben wir. Okay. Du kannst natürlich Deko und Bling Bling und sowas aufbringen, nur nicht zu viel. Warum? Weil es könnte klemmen. Ich habe mir überlegt, ich nehme hier meine Textfelder, die habe ich zugeschnitten auf 3,5 mal 6 cm. Das misst dir aus, wenn du soweit bist. Die 6 cm sind ja genau die Breite von meinem Mechanismus. Ja, das ist dann also knapp abgedeckt. Wenn dir das zu knapp ist oder also wenn du Sorge hast, dass da was übersteht, dann schneid dir das schmaler. Ich schneide mir das jetzt mal schmaler, weil letztens hatte ich tatsächlich was überstehen, war blöd. So, und dann überlege ich mir, wie rum ich das machen möchte. Ich mache es jetzt mal so, dass ich am Anfang ja dieses Element oben liegen habe. Das heißt, zum Geburtstag viel Glück kann unten stehen, und wenn dann gedreht wird, so, steht oben, damit dein Tag schöner wird. So finde ich das schicki. Gut, das ist geklärt, und jetzt können wir mit dem Stempelset noch eine Verbindung schaffen zwischen Hintergrund, das ist natürlich das falsche Set, mit dem Hintergrund und dem Motiv vorne auf, und dann nehme ich diesen kleinen Stempel
hier unten mit den 3 Blättern, den finde ich auch total witzig. Den habe ich schon ganz viel verwendet jetzt, weil der einfach überall hinpasst. Und da setze ich mir auf meine, also an meine kleinen Textmotive einfach eine Blätterkante. Und das gibt in jedem Fall diese Verbindung von Untergrund zur Auflage. So, haben wir, lege ich weit weg, mache ich zu, viel mehr mache ich da nicht. Jetzt nehme ich die Felder, klebe sie auf und auch da ganz exakt das Klebeband auftragen. Oben und unten ist wichtig, in der Mitte ist das nicht so wild, aber oben und unten ist schon ziemlich wichtig. So, ich gucke gleich nochmal, ob ich das richtig habe, sonst klebe ich da noch eine Naht drüber. Und dann richtig wollte ich dir ja noch zeigen, wie ich das Ganze innen reinsetze. Das Standsmotiv, ne? Da war auch noch was. So, also Kante. So, und unten. Wenn du dich fragst, woher die Stempel sind, diese Stempel sind aus dem immer noch gültigen Celebration Set Blütengruß für 120 €. Noch bis Dienstag, den 28.02. inklusive Dienstag, kannst du bestellen. Ich habe an dem Tag auch noch eine Sammelbestellung, kannst dich also gerne bei mir wenden, vertrauensvoll an mich wenden. Für 120 € Ware bekommst du, wenn du dir dieses Set aussuchst, Blütengruß dazu mit schönen kleinen Texten für viele Zwecke zu verwenden und mit diesem wunderbaren 2 Schritte Blumenmotiv. Genau. So, jetzt machen wir hier mal fertig. Schauen wir mal, dass wir schön fertig kleben. Jetzt messen wir einmal noch aus. Ich sehe gerade, meine Unterlage klebt. Das bedeutet, ich muss nachher wieder Kleber abwaschen. So, innen rein habe ich das Blatt nur gelegt. Jetzt gucke ich noch einmal die. Siehst du, das war das Element, wo ich sagte, das muss gut abstehen. Und jetzt setze ich das drauf. Wichtig, wirklich nur hier außen an meinen 4 Abstandsklebepunkten. Warum Abstand? Ich bin einfach der Meinung, so viel wie möglich Ideen zu haben, dass der Mechanismus super funktioniert und nicht irgendwo hakt. Und da zeige ich dir auch gleich noch einen Trick, weil, wie gesagt, der Beschenkte kennt das ganze Elend, was du hier vorher angefertigt hast, nicht. Der weiß nicht, warum du hier dir das so überlegt hast und wie das überhaupt funktionieren soll. Im besten Fall weiß er irgendwann, hier muss ich drehen. Und dann kann der Stress nämlich losgehen, weil es irgendwo klemmt. Es könnte also hier drüben klemmen, da oben klemmen, da hinten klemmen, innen drinne klemmen, immer überall kannst klemmen, im Ernstfall hochhalten, dann kannst du noch besser drehen. Und wenn dir das alles nicht reicht und wenn das anfängt zu klemmen, dann ist mein Tipp absolut dieser: Ich nehme mir noch einen Abstandsklebepunkt, ziehe auch die zweite Folie schon vorab ab. Vorab ab ist so ein schönes Wort. Schau mir nochmal an, wo mein Mechanismus hier lang läuft. Der kommt bis hier rüber, bis an diese Stelle. Und das heißt, ich habe hier drüben, jetzt nehme ich natürlich mal einen Riegel, hier drüben noch Luft, wo ich einen Abstand bauen kann. Ich kann das natürlich auch immer schön hochbiegen. Aber wenn dann der Beschenkte das sich anguckt, bin ich nicht da. Also setze ich hier zwischen, hier an diese Stelle etwa meinen Abstandsklebepunkt. Und dann wird der Mechanismus einfach noch besser laufen. Genau, innen drin geht es gleich weiter. Oben setze ich noch ein Loch mit der Lochzange an. Moment, so viel Zeit muss sein, weil dann haben wir eine Idee, man muss drehen, weil hier oben ist ein Loch. Wo ein Loch ist, ist ein Band und wo ein Band ist, kann man drehen. Schieben, ziehen, aber das merkt man dann. Vertrau mir. Okay, dann fädeln wir noch einen Strick durch, der gut passt. Oder eben ein Band. Müssen es ja nicht Strick nennen. Ich mache das in dem Fall so, nehme mir hier so den weißen Zwirn. Der passt da ganz gut, dann bleibe ich wirklich mal in dem grün-weiß. Dieses Band ist nicht in Pfauengrün. Ich habe aber auch kein Band in Pfauengrün momentan, sondern das ist, glaube ich, in Lodengrün. Mache hier mal einen Doppelknoten oben auf und einfach eine klitzekleine Schleife ganz vorne an. Die kann ich später nochmal nachbauen. Ja, also da sind noch nicht alle Messen gesungen. Ja,
Schere. Macht sie wieder einen auf, ne? Vorführeffekt. Klar. So. Ich lasse das auf längeren Schnipseln, dass keiner auf die Idee kommt, an der Schleife zu drehen. Das wäre jetzt wirklich heavy. So, aber an sich würde ich mal sagen, kann man nicht meckern. Hier, den schneide ich auch noch ab. Kürzer. Jetzt ist sie wieder brav, die Schere. Halte ein, werde brav. Genau, so, und jetzt kann ich hier einfach drehen. Du siehst, einmal in die Richtung, einmal in die Richtung. Funktioniert wunderbar. Bei einer der Karten, ich lege jetzt mal meine Karten oben auf, die ich nicht mehr finde. Nein, doch, sie hat sie schon sichergestellt. Hier habe ich das auch so einfach gelassen, wie ich es jetzt lasse. Hier habe ich noch mehr gestaltet und das geht auch wunderbar. Ich zeige dir gleich noch eine Gestaltung, die passt dann zur kommenden Reihe vom Demo-Doppel. Hier also, man kann stundenlang drehen, glauben mir, drehe ich. Und jetzt kommt die Innengestaltung. Ich habe den Farbkarton in Weiß genauso knapp zugeschnitten, also dass er auch diese knappe Mattung hat wie vorne auf, dass das gut passt. Dann habe ich mir dieses tolle Stanzelement genommen, habe ausgestanzt. Vorher habe ich Folgendes gemacht, das habe ich hier nicht gemacht. Hier habe ich das einfach, um es dir zu zeigen. So sieht das ausgestanzt aus und dann sage ich mal, sieh zu, was du damit tust. Und ich arbeite einfach, wie du schon kennst, mit den Klebebögen zum einen und mit dem Maskierpapier zum anderen. Also Stampin' Up hat diese tollen Klebebögen. Habe ich mir in dem Fall auf ein Designerpapier in diesen Grünton, in Faungrün gezogen. Habe diese Elemente ausgestanzt und deswegen kann ich gleich hinten die Schutzfolie abziehen und kann es aufkleben. Das nächste Ding ist, als ich es dann fertig ausgestanzt hatte, war es auch nach vorne zu ziemlich labbrig. Ich zeige das nochmal auch. Es ist zwar fester durch die Folie, aber es ist labbrig. Wenn ich die Folie hinten abziehe, die Schutzfolie, dann ist es wieder so beweglich wie nur irgendwas und fliegt praktisch durch die Gegend und das wollen wir nicht. Also setze ich jetzt hier einen Streifen von diesem Maskierpapier. Ich hatte das hier stehen. Ich schaue mal, ob ich es hier habe. Genau. Hier ist Maskierpapier, heißt Stampin' Up Abdeck Maskenpapier. Habe ich schon mal was mit gezeigt. Einen Streifen zugeschnitten. Den lege ich mir jetzt, klebe ich hier vorne drauf. Kannst du öfter verwenden, ist also durchaus ergiebig. So, und erst wenn das klebt, ziehe ich auf der Rückseite die Schutzfolie ab. Und da gehe ich am besten nicht an die Enden, sondern eher so an diese Knubbelpunkte, die da überall sind. Das hat jetzt natürlich wieder diesen, du kennst ihn schon, Vorführeffekt, dass das ein wenig dauert. Ich schaue, dass ich so viel wie möglich Enden erwische, dass ich also gar nicht Einzelteile vom Element habe, also von der Schutzfolie, sondern möglichst am Stück. Und das gelingt auch, wenn ich eine Seite komplett ab habe. Schaue, dass es immer schön auf meinem Maskierpapier liegt. Und dann ziehe ich das komplett ab. Jetzt habe ich das auf der Maske, drehe das um. Also hier nochmal Maske umdrehen. Lege die Karte beiseite, nehme das Element, lege es mir quer. Schaue jetzt am besten, es ist so, dass man was abschneiden muss. Ja? Dass ich das oben anlege, unten anlege, das Ganze so gerade wie möglich drauflege, andrücke und jetzt das Maskenpapier vorsichtig abziehe. Und da ist mein Element gerade drauf gesetzt. Ich habe das Maskenpapier jetzt Tatsache weggeschmissen. Warum? Weil ich es schon zigmal benutzt habe. Jetzt nehme ich mir eine meiner Scheren, mit der ich solche Klebereien schneide. Ich habe hier so eine Teflon beschichtete Schere. Ich glaube, es heißt so, weiß es nicht mehr. Geht super. Die nehme ich dafür Klebematsch, damit ich mir meine schönen Stampin' Up Scheren sauber halte. Ja, und dann setze ich das hier innen rein. So. Das ist selbsterklärend, brauche ich jetzt nicht machen, zeige ich jetzt nicht. Das ist fertig, meine Wechselkarte. Ja, ich hoffe, dir hat das so gefallen und ich denke, das ist relativ leicht und gar nicht mehr so schwer, wie man allgemein hin meint. Vielleicht mache ich noch einmal eine Anleitung in kurz und knackig. Ich weiß ja, die ist durchaus beliebt. Und jetzt kommt erst nochmal das schöne Designerpapier von dieser tollen neuen Reihe ab 1. März. Übrigens gibt es da so einen Flyer dazu, da ist ein QR-Code unten in der Ecke drauf. Mit dem kann man ab 1. März die neuen Produkte ansehen, die es zusätzlich zu dem, was hier abgebildet ist, noch gibt. Aber du kannst es auch online dann ab 1. März anschauen. QR-Code hin oder her. Und jetzt, tada, das Stempelset, die Produktreihe, mit der wir ab März in unserem Demo-Doppel, Annalena und ich, arbeiten. Das ist das Wetterfest oder Alle Wetter heißt die Reihe.
Und da habe ich natürlich auch schon mal nach dem Motto, es müssen nicht immer Zahlen sein, auch schon mal eine Wechselkarte gebastelt. Das wird schon, steht unten drauf. Und jetzt streikt sie nicht. Nein. Und oben steht, komm, lass uns im Regen tanzen. Und sie klemmt natürlich wieder, um es dir zu zeigen. Sie kann auch klemmen, aber ich hebe dann nur minimal ab und schon dreht sich das. So, innen drin Wolken, Wolken. Und da hätte unten auch die Schildi hingekonnt, aber die sitzt jetzt hier oben. Ja, das war die Vorschau auf die nächste Demo-Doppelseite. Und hier schau unbedingt vorbei bei unserem Videohop von Stempelfamilie and Friends zum Thema Schütteln, Drehen, Kullern. Und ich weiß, zu jedem dieser wunderbaren Verben ist was dabei. Also unbedingt bei den anderen Mädels schauen und ich freue mich auf dich in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, deine Angela von der Stempelfamilie.